In diesem Video klären wir die Frage, ob du ein Gewerbe anmelden musst, wenn du bei Udemy Kurse verkaufen möchtest. Die Antwort lautet leider ja. Aber jetzt keine Angst haben und schnell das Video ausmachen und vielleicht heimlich verkaufen, das brauchst du gar nicht. Und zwar ist es so, ich bin kein Steuerberater, ich bin auch kein Rechtsberater, ich verkaufe einfach nur selber Online-Kurse und ich erzähle dir das hier nur von meiner eigenen Erfahrung. Ein Gewerbe anzumelden ist erstmal nichts Spektakuläres. Ne? Du gehst zum Amt, bezahlst 20 oder 25 Euro, so viel ist es zumindest im Moment. In dieser Zeit, in der ich das Video aufnehme, vielleicht wird es irgendwann sich ein bisschen erhöhen, aber es ist ungefähr der Preis, den du bezahlen musst. Gibst an, was du verkaufen möchtest und dann geht das Ganze zum Finanzamt. Und irgendwann schickt das Finanzamt dir einen Zettel und fragt dich, was glaubst du, was du verdienen wirst. Das kannst du dann alleine ausfüllen oder mit deinem Steuerberater ausfüllen. Wenn du das mit deinem Steuerberater ausfüllst, dann kostet dich das natürlich wieder ein paar Euro. Ein paar Euro werden in dem Fall, ja, ich tippe mal so auf um die 200 sein. Deswegen vielleicht kann man auch hier seinen Kopf selber einschalten und den Zettel eben ausfüllen. Nämlich auch da passiert dir gar nichts Schlimmes. Man hat ja immer so eine gesunde Mischung, wenn man so an das Finanzamt denkt man, muss nicht unbedingt sein, ne? Aber die sind wirklich sehr, sehr nett. Warum ich das weiß, ruf einfach an, ne? Sprich mal mit denen, die sind wirklich sehr nett und die helfen dir auch gerne dabei. Also, wenn du nicht weißt, was du da ausfüllen sollst, einfach mal anrufen. Letztendlich geht es aber nur darum, dass du schätzt, wie viel Geld du damit verdienen wirst. Das heißt, wenn du gerade anfängst und den ersten Online-Kurs hast und du sagst, okay, vielleicht verdiene ich 100 Euro im Monat. Das heißt, ich verdiene dann im nächsten Monat vielleicht 120 und dann 150. Und du rechnest das auf 12 Monate zusammen. Und ich sag mal, du hast da jetzt, am Ende des Jahres 2000 Euro umgesetzt. Dann würdest du eintragen, okay, ich will 2000 Euro verdienen. Natürlich wollen wir alle viel mehr verdienen, klar. Aber das könnte man erstmal machen. Und dann würde das Finanzamt hingehen, würde sagen, okay, bei 2000 Euro brauchst du überhaupt keine Steuern bezahlen. Ne? Es gibt da Freigrenzen und da brauchst du gar nichts bezahlen. Wenn du aber sagst, okay, ich habe schon 20 Online-Kurse fertig, ich lade die alle hoch und dann will ich da richtig Power machen, dann wirst du vielleicht sagen, ich will 20.000 Euro verdienen. Dann werden sie dir sagen, kein Problem, auch das können wir machen, dann musst du alle 3 Monate was vorauszahlen an Steuern. Und das wird hinterher berechnet, ob das stimmt und du kriegst dann eben was zurück oder eben auch nicht. Oder musst was dazu zahlen. Ne? Aber das ist auch schon alles, was dir hier passieren wird. Ne? Also du musst keinen Steuerberater nehmen, du musst auch später keinen Steuerberater nehmen, um deine Steuererklärung zu machen. Du kannst das genauso machen, wie ich das gerade geschildert habe. Solltest du ein Gewerbe anmelden? Ja, unbedingt, immer. Weil du bist nur Gewerbetreibender, sobald du deinen ersten Online-Kurs einstellst und den auch verkaufst, also eine Gewinnerzielungsabsicht hast, musst du ein Gewerbe haben. Das ist so gesetzlich geregelt und ich zeige dir jetzt einmal am Computer eine Seite, wo du das noch genauer nachlesen kannst und die verlinke ich dir natürlich auch in der Infobox. Ich zeige dir jetzt einmal eine Webseite hier auf dem Computer, das ist gewerbeanmeldung.de und da kannst du genau nachlesen, wann du ein Gewerbe anmelden musst. Das ist eine ganz offizielle Webseite, die verlinke ich dir auch und dann kannst du einmal nachlesen. Hier steht nämlich, ab wann muss man ein Gewerbe anmelden. Und da gibt es natürlich mal wieder ein paar Paragraphen, nämlich den Paragraphen 14 der Gewerbeanmeldung. Da sind die Rahmenbedingungen genannt und die lauten, sobald eine gewerbliche Tätigkeit aufgenommen wird. Das heißt, sobald du etwas verkaufen möchtest, ja, dann hast du eine gewerbliche Tätigkeit und dann musst du auch ein Gewerbe anmelden. Ne? Sofern ein schon bestehender Gewerbebetrieb übernommen wird, okay, klar, wenn irgendein Udemy-Dozent dir seine 20 Online-Kurse verkauft, dann musst du auch ein Gewerbe haben, natürlich. Wenn ein Gewerbebetrieb verlegt wird, also eine Gewerbeummeldung, das heißt, wenn du nicht mehr Online-Kurse verkaufen möchtest, sondern jetzt Affiliate-Marketing betreiben möchtest, musst du ebenfalls ein Gewerbe haben, hast du dann wahrscheinlich schon vorher. Oder du eine neue Zweigstelle gründest, gut, ist vielleicht erstmal nicht so der Fall, oder die geschäftliche Ausrichtung sich ändert. Ja, du siehst schon, das ist eigentlich eine ganz klare Sache, egal was du online machst. Es geht darum, du musst irgendeine Art von Gewerbe anmelden. Nicht irgendeine Art, du musst ein Gewerbe anmelden, ja. Aber bitte keine Angst davor haben, wie gesagt, da passiert gar nichts. Du bekommst Bescheid vom Finanzamt, du kannst da nachfragen, du kannst deinen Steuerberater fragen, wenn der so unsicher ist. Aber wie gesagt, das kostet. Und dann hast du ein vernünftiges Gewerbe und du kannst es auch ausüben. Man muss nicht immer Angst haben,
dass du vielleicht erwischt wirst oder sowas. Ne? Abgesehen davon geht auch Udemy hin und verlangt von dir eine Anmeldung, ja, und eine Steuernummer, sodass du dich da registrierst und dass die das angeben können, weil die für dich die Umsatzsteuer abführen. Ne? Udemy als große Plattform verdient natürlich mehr als ein Kleinunternehmer und berechnet daher die Kurse mit Mehrwertsteuer. Und diese Mehrwertsteuer wird auch abgeführt für dich, ja, und wird dann quasi weitergeleitet. Und dafür braucht man eben auch deine Steuernummer. Ja, das ist es erstmal zu diesem Thema. Auch wenn du Affiliate-Marketing betreibst, brauchst du eine Gewerbeanmeldung. Wenn du digitale Produkte verkaufst, brauchst du eine Gewerbeanmeldung. Auch wenn du nur geringe Mengen Umsatz hast, brauchst du eine Gewerbeanmeldung. Aber wie gesagt, nicht schlimm, weil es gibt einen Freibetrag. Von daher brauchst du dir gar keine Sorgen machen, dass du direkt gleich, wer weiß, was an Steuern bezahlen musst. Brauchst du keine Sorge haben. Aber rechtlich korrekt ist es eben, wenn du ein Gewerbe hast. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich hoffe, du hast die Scheu verloren, ein Gewerbe anzumelden. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste, und gib uns einen Like-Button. Bis zum nächsten Video. Tschüss.